Hey ho liebe Moviepiloten, ich bin Tommaso und ich liebe Rick and Morty. Meiner Meinung nach ist es einer der besten Cartoonserien, direkt neben South Park und BoJack Horseman. Und weil es einer der besten Serien überhaupt ist, möchte ich mich mal heute mit ein paar Theorien beschäftigen, auch mit einem Blick auf die 3. Staffel, die ja im Sommer endlich komplett erscheinen soll. Also los geht's mit den Abenteuern durch die Paralleluniversen und von mir ein fröhliches Wubba-lubba-dub-dub. You know what I'm talking about, Morty? Wubba-lubba-dub-dub! Morty, that's my catchphrase, remember? Okay, diese Theorie ist eigentlich sehr selbsterklärend. In Rick and Morty wird eine Sache sehr schnell klar. Es gibt unendliche Universen und alles, was wir uns als Zuschauer und die Schöpfer der Show, Justin Roiland und Dan Harmon, vorstellen können, ist auch möglich. Everything is fine! There's an infinite number of realities, Morty. Als Beispiel haben wir die 6. Episode der 1. Staffel, Rick Potion Number 9. Hier zerstört Rick durch ein Versehen fast die gesamte Zivilisation der Erde und lässt sie in Cronenberg-Monster mutieren. Eine kleine Anspielung auf den Cronenberg-Film Die Fliege mit Jeff Goldblum. Boy, Morty, I really Cronenberged the world up, didn't I? We got a whole planet of Cronenbergs walking around down there, Morty. Ricks Lösung aus diesem Schlamassel ist es, in ein anderes Universum zu reisen, in dem niemand mutiert ist. Aber Rick und Morty auch gleichzeitig um diese Zeit herum sterben. Unendliche Universen, unendliche Realitäten, unendliche Möglichkeiten. What about the reality where Hitler cured cancer, Morty? The answer is don't think about it. Also ist es auch möglich, dass alle Theorien, die sich Fans ausdenken, in irgendeiner Weise auch wahr sind und innerhalb der Serie passieren können. Dementsprechend sind alle Theorien in dieser Liste keine Theorien mehr, sondern Möglichkeiten für spätere Episoden und Plot-Twists. Basierend auf den unendlichen Universen wissen wir, dass es auch unendlich viele Ricks und Mortys gibt. Einige von ihnen haben sich sogar zu ihrer eigenen Regierung zusammengeschlossen und das nennt sich dann der Rat der Ricks. Die sind nicht nur dazu da, alle Ricks aus allen Universen zu beschützen und zu verwalten, sondern auch ein notwendiges Übel, um vor der galaktischen Regierung sicher zu sein. Denn wie wir wissen, jeder Rick hat Dreck am Stecken. Okay, vielleicht nicht jeder Rick, Dufus Rick scheint mir dafür viel zu nett zu sein. I guess it's only fair to tell you now, Jerry. I'm the worst Rick of them all. According to who? Other versions of you? Aber wie dem auch sei. Unser Rick, also mit dem wir am meisten vertraut zu sein scheinen und den wir auch am meisten sehen, wenn wir uns eine Folge von Rick and Morty anschauen, bezeichnet sich selbst als C137. Was das genau bedeutet, das erkläre ich euch später noch einmal genauer. Aber auf den ersten Blick wirkt es so, als hätte jeder Rick aus jeder Wirklichkeit bzw. jeder Dimension eine eigene Nummer und diese gehört eben zu unserem Rick. In der Serie ist es völlig normal, Folgen zu haben, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Was ist aber, wenn diese Folgen einfach nur einen anderen Rick und einen anderen Morty aus einem anderen Universum zeigen? Woher diese Theorie kommt? Zum einen ist die Möglichkeit gegeben, das hatten wir schon in der Theorie davor. Und in der 2. Folge der 2. Staffel, Morty Night Run, sehen wir, dass es eine Tagesstätte für den Vater von Morty gibt, in dem sich alle Jerrys aus den verschiedenen Universen austoben können, während der Sohn und der Schwiegervater auf gefährliche Abenteuer gehen. Wenn sie Jerry am Anfang der Folge abgeben, bekommen sie die Nummer 5126. Das ist wichtig, also merken. Dann folgen wir anscheinend ihrem Abenteuer. Jede Menge komisches Zeug passiert, eine singende Gasblase taucht auf und wir sind wieder in der Tagesstätte. Jerry wird von unseren Helden abgeholt und dann passiert etwas Komisches. Ein anderer Rick und ein anderer Morty tauchen auf mit der Nummer 5126 und fragen, ob das nicht ihr Jerry ist. Hey, wait, do you have 5126? I'm not sure. Morty. That's a Blips and Chits ticket. What? Way to go, Morty. Whatever. Wait, what? All right, come on, Jerry. Also waren wir die ganze Zeit nicht mit unserem Rick und unserem Morty unterwegs, sondern bei anderen. Das war vielleicht nur eine Ausnahme, aber vielleicht passiert es auch öfter als geplant. Wie versprochen versuche ich euch jetzt zu erklären, was eigentlich C137 genau bedeutet und ich warne euch schon einmal vor, es wird etwas komplizierter. Wie bereits erwähnt bezeichnet sich unser Rick immer als C137 und viele sind davon ausgegangen, dass es eine Bezeichnung für diesen einen Rick und seine Realität ist. Aber wie es öfter erwähnt wird, C137 ist die Bezeichnung für die Dimension und auch wenn es mehrere Universen und Realitäten gibt, es gibt immer nur eine Dimension.
und in diesem Fall ist es die 4. Im physikalischen Sinne bedeutet das, dass es 4 Dimensionen gibt, in denen Realität wahrgenommen wird. Die erste Dimension als Strich oder Punkt, die zweite Dimension als Skala, dritte Dimension oder auch 3D als ganzer Körper oder Raum und die 4. Dimension ist dann die Zeit. Alles, was sich in dieser Dimension befindet, wird auch in der Serie als C137 bezeichnet. Es ist also nicht ein Code für unseren Rick, sondern für die ganze Dimension. Woher kommt diese Theorie? Ganz einfach durch die Comics. Denn dort nennt sich der Rick C132 und ist der Meinung, dass Zeitreisen nicht möglich ist, beziehungsweise dass er kein Verständnis dafür hat, was bei unserem Rick natürlich ganz anders ist. Ich meine, C137 besitzt sogar eine ganze Kiste mit Zeug für Zeitreisen. C132 fehlt also diese Dimension und daher hat er auch einen anderen Code. Warum ist dann unser Rick C137, wenn eigentlich alle Ricks C137 sind, weil sie alle dieselbe Dimension teilen? Naja, Rick sagt es selbst am besten. You know, maybe I don't connect because I'm the rickest Rick there is. Er ist nun einmal der einzig wahre Rick dieser Dimension, C137. Wir kommen langsam bei den heftigen Plot-Twist-Theorien an. Die Master-Morty-Theorie dreht sich komplett um die 10. Folge der ersten Staffel, Close Rick Counters of the Rick Kind. Hier finden wir zum allerersten Mal heraus, dass Rick immer einen Morty braucht, weil seine Gehirnwellen die von Rick auscanceln und er dadurch unsichtbar für die galaktische Regierung ist. See, when a Rick is with a Morty, the genius waves get canceled out by the, Morty Waves. Und wir lernen den bösen Morty mit einer Augenklappe kennen, der nicht nur klug genug ist, einen Rick-Roboter zu bauen, sondern auch noch unseren Rick in eine richtige Bredouille bringt und ihn auch fast noch erledigt. Hoffentlich sehen wir diesen Morty endlich in der 3. Staffel wieder. Wir wissen nun 2 Dinge. Erstens, der Morty, den wir kennen, ist 14. Und zweitens, der Rick, den wir kennen, verließ Beth und die Familie das erste Mal vor 20 Jahren. Wie kann es dann sein, dass wir sehen, dass Rick Erinnerungen an Morty hat, als er noch ein Baby war? Eigentlich hatte er zu dem Zeitpunkt von Mortys Geburt schon 6 Jahre lang nichts mehr mit der Familie zu tun, außer dieser Morty, also unser Morty, ist eigentlich nicht der Morty von den Rick, den wir kennen, sondern ein anderer. Vielleicht gab es einen Morty, der deutlich klüger war und bis dahin mit ihm immer auf seine Abenteuer gegangen ist. Vielleicht ist diesem Morty etwas passiert, so wie wir es zum Beispiel auch im Intro sehen können. Vielleicht ist dieser Morty der Morty mit der Augenklappe, der sich nun an seinem bzw. unserem Rick rächen möchte. Damit wäre diese Aussage von Rick falsch. And you know, it would go without saying that the rickest Rick would have the Mortiest Morty. Und der einzig wahre Morty, der Master Morty sozusagen, wäre der Morty mit der Augenklappe, sein originaler Morty. We're giving in to the power of the one true Morty. One day he will return. Praise the one true Morty. Mind blown. Diese Theorie beschäftigt mich, seitdem ich sie das erste Mal gehört habe. Ricks Depression und seine nihilistische Einstellung kommen nicht dadurch, dass er die schlauste Person in allen Universen ist, sondern weil er weiß, dass er eine Cartoonfigur ist. Für diese Theorie gibt es gleich mehrere Anhaltspunkte. In der 8. Episode der ersten Staffel, 60 Minutes, kann Rick durch unendlich viele Fernsehsender aus allen Realitäten schalten. Kleiner Funfact, fast alle Sachen, die wir in dieser Folge sehen, sind improvisiert aufgenommen worden und wurden dann erst animiert. In Alien Invasion Tomato Monster Mexican Armada Brothers, who are just regular brothers running in a van from an asteroid and all sorts of things, the movie. Wie dem auch sei, auffällig in dieser Folge ist es, dass wir zwar ein Universum finden, in dem Jerry ein Fernsehstar ist, aber keine Realität, in der Rick and Morty eine tatsächliche TV-Show ist. Womit wir darauf schließen können, dass unser Rick der TV-Rick ist. Aber es gibt noch mehr Hinweise. Am Ende der 2. Staffel werden wir mit diesem riesigen Cliffhanger zurückgelassen. Tune in to Rick and Morty Season 3 in like a year and a half. Wir wissen also, dass Mr. Poopy Butthole die Rick and Morty Show guckt, also gibt es ein Universum, in dem sie nicht mehr sind als Cartoonfiguren. Der letzte Hinweis ist auch der offensichtlichste. Jedes Mal, wenn Rick die 4. Wand durchbricht, macht er eigentlich klar, dass er sich in einer Serie befindet. Just shake that ass. That's the end of Season 1. That's the end, motherfucker. Er hat sogar ein Bild von Dan Harmon, einem der Schöpfer der Serie, bei sich im Zimmer. Was bedeutet das aber für Rick? Rick weiß nun, dass eigentlich alles egal ist, denn als Cartoonfigur und auch noch als Hauptfigur der Serie kann er nicht sterben, egal was er anstellt. Irgendwie wird es immer weitergehen. Das erklärt auch seine zerstörerische Natur und zum Teil auch seine Depression. Es ist wie bei dem Film Truman Show, aber Rick wird dort niemals herauskommen. Wubba lubba dub dub.
Morty, do you know what wubba lubba dub dub means? In my people's tongue, it means I am in great pain. Das war's schon mit unseren Theorien zu Rick and Morty. Welche hat euch denn am besten gefallen und freut ihr euch auf die 3. Staffel? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare und ihr schaut jetzt noch weiter, wie zum Beispiel diese Top 7 der besten Cartoonserien für Erwachsene. Oder wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, und zwar ungefähr hier. Wenn ihr euch mehr für Gaming interessiert, dann checkt doch mal meinen Kanal aus, den findet ihr hier oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!